So, Sommerspezial. Die Folge 2, dann sind die Sommerferien schon rum. Heute wollen wir uns mal über ein interessantes Projekt auseinandersetzen, Heidelberger Druckmaschinen. Mhm. Desktop-Standardisierung, da spricht heute kein Mensch mehr drüber. Ja. Schon wieder Timo, ja, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass du A, schon lange bei uns bist und irgendwie B, so eine Art Multitalent bist. Ja, wobei es heißt Multitalent. Hast dich so Gewachsen. gewachsen an den Ganzen. Aufgaben, ne? Ja. Und damals, kannst du dich noch erinnern, als die Heidelberger auf uns zugekommen sind? Den Begriff Desktop-Standardisierung mal kurz erklären. Ich glaube, das spielt heute ja keine wirkliche Rolle mehr. Ja, ist heute kein so großes Thema mehr, aber damals war es halt, wenn ich so ein Windows installiert habe, habe ich ja 10.000 Fragen beantworten müssen, Einstellungen machen müssen, damit das Ding in meinem Netz unterwegs ist und alles möglichen Sachen halt konfigurieren müssen. Und wenn ich das im Unternehmen mal 10.000 machen muss, weil ich halt so viele Rechner neu ausrolle oder neue Generation Rechner anschaffe, ist das natürlich schon mit einem gewissen Aufwand versehen und nervt und kostet Zeit, kostet Geld. Und das ist das Thema, wo wir dann quasi uns eingebracht haben, dass wir dann einen Mechanismus geschaffen haben, der das automatisiert, der das Ganze abstrahiert und vereinfacht. Und dann, das ist quasi Desktop-Standardisierung. Also vereinfacht kann man sagen, dass irgendwo auf dem Rechner so ein Dienst läuft, der diese ganzen Eingaben und alles, was nötig ist, automatisiert durchführt. Da gab es schon Insellösungen für, ich weiß nicht, SCCM war schon, glaube ich, das zweite Produkt von Microsoft. Davor gab es, ich weiß die Namen schon nach 25 Jahren gar nicht mehr. Aber die haben das halt alles schon in einer gewissen Form angeboten, waren aber auch wieder nur Insellösung für dies, Insellösung für das. Und wir haben quasi das Ganze harmonisiert zusammengebracht und haben einen Dienst auf der Maschine laufen gehabt, die halt Sachen nachinstalliert, wenn der Admin zentral gesagt hat, so, wir upgraden jetzt auf das neue Office. Also eigentlich schon ganz cool, weil der Aufwand, der manuelle Aufwand dadurch auf ein Minimum reduziert worden ist. Genau. Und für uns ganz cool, weil wir relativ dicht dann an dieser Betriebssystem-Installationstechnologie dran waren. Und das war ja im Grunde dann auch die Triebfeder für die ganzen Jahre. Immer wenn Microsoft was verändert, verbessert hat, Ja. mussten wir unseren Service irgendwie auch anpassen. Einigen wir uns auf verändert hat. Sehr schön. Mhm. Kann man denn sagen, also gibt es denn noch Programmteile, die es vor 25 Jahren schon gab, die heute noch laufen? Ja, also ich weiß nicht, wie viel Code in diesen wirklich noch von vor 25 Jahren ist, aber das System an sich gibt es noch. Das haben wir natürlich über die Jahrzehnte ausgebaut. Viel wird wahrscheinlich nicht mehr von dem Originalcode sein, weil wir in der Zwischenzeit auf dem Weg dahin ein paar Mal die Plattform, auf der das läuft, ausgetauscht haben. Ja, ist ja einiges passiert in dem Betriebssystemumfeld in 20 Jahren. Also Plattform meint dann die Entwicklungsumgebung? Ja, oder? genau. Zum Beispiel, früher haben wir das alles, ich glaube, ganz am Anfang sogar das ist ja noch um die 2000 rum gewesen und haben wir noch mit Visual Basic die ersten Tools gebaut. Das ist natürlich dann irgendwann gewichen, dem .NET halt irgendwann gewichen später. Selbst bei .NET gab es dann nochmal so eine Iteration zwischen .NET und .NET Core. Ich weiß die Jahreszahl nicht, aber also diese Plattform, auf der das quasi entwickelt wurde, ist auch zweimal ausgetauscht worden. War das dann zwingend oder wurde dieser Visual Basic Code von damals, unabhängig jetzt von den infrastrukturellen Anpassungen, aber würde der rein technisch noch funktionieren? Schwierig, glaube ich, weil das war 32-Bit-Code damals. Wir haben mittlerweile 64-Bit-Architektur. Ich weiß nicht, was da noch von brauchbar wäre. Liegt da um die Ohren. Ja, wir haben auch von sehr vielen Sachen profitiert, die in den neuen Umgebungen verfügbar waren. Wo wir dann halt jetzt, wenn wir das in Visual Basic unter 32-Bit machen wollten, schon ein bisschen sitzen würden, das nachzubauen, was wir da einfach später dann einfach nutzen konnten. Gab es in den 25 Jahren dann irgendwann einen Punkt, wo man das Gefühl hatte, so jetzt sind wir fertig? Bei jedem Release. Ja. Und dann kam Microsoft, hat das nächste Windows rausgebracht. Wir haben ja angefangen mit XP, Windows XP und Windows 2000 um den Dreh rum. Und dann kam das, ich weiß nicht, ob sich Leute daran noch erinnern können, aber dieses Vista kam ja ja. auch noch irgendwann. Ich glaube, Heidelberg war der einzige Kunde Ja. weltweit, der das so Sehr gut komplett möglich. ausgerollt hat. Damit waren wir auch der einzige Anbieter, der eine Desktop-Standardisierung für Windows Vista hat. Genau. Und später dann halt 7, 8, 10, 11. Meine, der Kunde hat uns ja quasi immer, ich will nicht sagen getrieben, aber kam ja quasi immer mit Änderungswünschen. Warum glaubst du, sind die nie auf ein Standardprodukt umgeschwenkt? Gab es überhaupt ein Standardprodukt? Es gab halt für Einzelbaustellen gab es halt Standardprodukte damals. Mittlerweile ist es vielleicht auch anders, aber die hatten sehr
spezielle Anforderungen, die halt die Standardprodukte nicht abdecken. Zum Beispiel, dass wir das BIOS bestimmter Modelle updaten während dieser Geschichte. Das ist natürlich dann sehr auf den wir waren die Lücke zwischen dem Betriebssystem und dem Hardware-Vendor, der halt quasi die alles zusammengeführt haben und das gemacht haben, dass es zusammenpasst. Und das kriegen vielleicht die Standardprodukte nicht so in der Tiefe hin, wie wir das halt in Heidelberg anbieten konnten. Gab es irgendwann mal architekturelle Fehlentscheidungen, wo wir gesagt haben, das war jetzt nicht so clever? Würde ich so nicht sagen. Es gibt halt etliche Entscheidungen, die heute keinen Sinn mehr machen würden, ja, die man heute so nicht mehr machen würde, die man heute auch nur noch schwer vermitteln kann, dass wir das mal gemacht haben, die aber einfach der Zeit geschuldet waren. Das Gleiche geht dann also quasi auch in die Richtung, wenn wir nochmal von vorne anfangen würden, würden wir irgendetwas anders machen. Wir würden uns viel sparen, ja. Viel sparen, aber es ist ja auch sehr stark getrieben von dem, was Microsoft in dem Moment Klar. vorgegeben hat, oder? Ja. Also du kannst natürlich viele Sachen selber irgendwie dir ausdenken, aber du hast ja eine gewisse Abhängigkeit von Betriebssystemen, von den ganzen Installationsregeln und so weiter. Ja, auch von der Technologie, die dir zur Verfügung steht, weil in der Zwischenzeit zwischen Windows XP und heute gab es das UEFI-BIOS, was mal übergangsweise dann mit dem Legacy-BIOS nannte sich das andere, was wir vorher gemacht haben, beides gleichzeitig da war und mittlerweile kriegst du eigentlich keinen modernen Notebook, keinen Rechner mehr, der noch irgendwie diese Legacy-BIOS-Sachen hat. Und die Art und Weise, wie du einen Rechner aufsetzt unter diesen beiden Technologien ist ist sehr unterschiedlich, sage ich mal. Ich frage mich gerade, ob, wenn jemand uns zuhört oder zuschaut, ob überhaupt der ein oder andere noch nachvollziehen kann, worüber wir heute überhaupt reden. Ja. Weil es ja schon eine sehr spezielle und sehr technisch getriebene Herausforderung war, die wir da umgesetzt haben, die im Moment, also ich weiß gar nicht, ob dieses Thema Desktop-Standardisierung überhaupt noch in irgendeinem Unternehmen eine Rolle spielt. Naja, es gibt halt die ganze Lösung oder die ganzen Tools und Lösungen rund um dieses Thema sind halt auch in die Cloud gewandert. Ne? Aus diesem ganzen Thema wurde dann zumindest in der Microsoft-Welt dann das Autopilot, was dir den Rechner sozusagen betankt und vorbereitet und aber komplett halt in der Cloud passiert. Und das ist auch so eine Entwicklung, die wir in dem Toolset über die Jahre hingelegt haben. Wir haben angefangen, hat das ganze Produkt, was quasi was den Rechner aufsetzt, hieß mal PVD Wizard. Ja, das sind schon zwei Technologien, die heute kaum noch jemand kennt. Also die EVDs sind seit über 10 Jahren ein Nischenprodukt. Kann sich keiner mehr vorstellen, damit einen Rechner aufzusetzen. Das ist halt auch diesen Weg gegangen von physikalischem Medium über USB-Festplatte, über USB-Stick. Die waren dann irgendwann groß genug, dass ein ganzer Rechner auf den Stick passte, den man nur reingesteckt hat. Und dann wurde das Ding betankt und kam dann fertig hoch hin zu Intranet, wo die Images dann aus dem Netzwerk gezogen wurden, weil die Leitungen wurden dicker. Dann konnte man Images, also den ganzen Rechnerinhalt aus dem Netz ziehen, war kein Problem. Und heute sind wir halt, dass es nicht mehr aus dem Intranet kommt, sondern dass es aus irgendeinem Cloud-Speicher kommt. Ja? Also das ist so die... Ein iPhone-Update, keine Ahnung, wie viel Giga, Ja, wie völlig groß das ist, normal, völlig normal, dass du in Völlig weniger Minuten das betanken kannst. Insofern, jetzt sind die 25 Jahre, haben ja zum einen ein bisschen was mit der Technik und auch mit den Menschen zu tun. Was glaubst du, warum es so lange gehalten hat? Also hat das tatsächlich vorrangig mit den Menschen zu tun? Hat das dass wir verstanden haben, was der Kunde will, dass wir irgendwo natürlich uns auch in die Technologie reingefressen haben und irgendwo das umsetzen konnten, was der Kunde braucht? Oder war es einfach für beide Seiten bequem? Ich glaube, das ist, ohne dem Kunden da jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen, aber ich glaube, der ist ganz glücklich damit, dass er seine Anforderungen quasi auf einem relativ hohen technischen Niveau, er muss da nicht irgendwie groß weit ausholen, wie man was erklären, sich auf die Agenda von einem anderen einlassen, sondern er sagt uns einfach, was er braucht, weil wir ja auch nah dran sind und immer noch am Thema und wissen, was kommt. Wenn ich jetzt ein Security Bulletin lese, dass ab nächste Woche jene Verschlüsselung nicht mehr geht, weiß ich schon, okay, ich kann die Uhr stellen, der Martin wird anrufen, weil der weiß, wir haben das damals implementiert, dass das ein Requirement ist, dass wir das unterstützen. Und Microsoft hat angekündigt, dass es nächste Woche nicht mehr geht. Kann ich die Uhr nachstellen, dass das passiert. Und diese enge Verständnis von beiden Seiten ist, glaube ich, der Grund, warum das über 25 Jahre so gut gehalten hat. Also reden auf Augenhöhe. Ja? Er Absolut, sieht die ja. Problemstellung, er schmeißt uns über den Zaun, wir lösen sie so. Genau. Glaubst du, dass Heidelberg bei dem Weg bleiben wird? Ich denke, früher oder später wird dieses ganze Thema halt durch
vor allem durch Microsoft, glaube ich, so dominiert, dass es in die Cloud geht und dass diese Technologien, die wir als Grundlage haben, vielleicht auch gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir nutzen das sogenannte Weik, nennt sich das Toolkit, das kommt von Microsoft. Und das können wir natürlich nur so lange nutzen, wie sie das anbieten. Und wenn die irgendwann entscheiden, okay, ne, ihr nehmt jetzt alle Autopilot, Weik gibt es nicht mehr, dann wäre das so ein großer Technologieshift, wo wir uns eine Alternative ausdenken müssen, dass es dann wahrscheinlich nicht mehr lohnt und dann quasi aufgeben und auf diesen Autopilotzug dann auch aufspringen müssen. Kann man es so ausdrücken, dass bei Wike habe ich noch im Griff, was ich möchte, was ich installieren und betanken will, und beim Autopilot bin ich im Grunde abhängig davon, was Microsoft vorgibt? Oh, hier fallen die Ja. Bei Weik habe ich ein Toolset, wo ich quasi, also das ist wie beim Auto, ne? Da habe ich einen Schraubenschlüssel und habe eine Ratsche und habe alles Mögliche. Und bei Autopilot habe ich nur noch schwarze Kästchen, die ich in meinem Auto austausche. Ja? Das ist ungefähr, ich habe ein ganz anderes Level, wo ich das Thema quasi angehen kann. Und dann wird es spannend. Schöne neue Welt, sage ich ja immer noch. Werden wir auch überleben. Ja, irgendwo schon. Was würdest du einem jüngeren Kollegen sagen? Das ist immer der Klassiker, wenn alte Hasen sozusagen ihr Wissen Oje. auf junge Kollegen übertragen, was er aus so einem Projekt mitnehmen kann. Dass man immer offen für Neues sein muss. Sonst Drückt's gut aus. wird das nichts mit 25 Jahren, weil die Welt dreht sich halt weiter und wir dürfen nicht auf unseren alten, das war bequem, da bleiben wir jetzt sitzen, sondern immer gucken, was passiert und mitgehen. Ja, und keine eigene Agenda haben, zu sagen, man will den Kunden jetzt in eine bestimmte Richtung treiben, sondern das, was der Kunde vorgibt, wir versuchen, technologisch optimal umzusetzen, oder? Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, ja. Sehr gut, Timo. Danke dir. Das war auch die letzte Folge aus dieser kurzen Reihe. Nächste Woche sind wir dann wieder ganz normal mit unseren Weekly Talks zugange. Danke dir. Gerne. Mal gucken, was hier alles zu Bruch gegangen ist.